Gebt dem Herrn Come einen on, give Applaus. God a praise. 1, 2, 3. Gebt That's dem Herrn why einen we're Applaus. here. Deswegen sind wir hier. Morning, Morgan. Guten Morgen, Morgan. guten Morgen, The guten Morgan Morgen. thing always throws me off. Das ist für mich ein bisschen komisch mit dem I Morgen. have been trying to learn German for the 15 years I have been coming here. Die letzten 15 Jahre, wo ich hier zu euch gekommen bin, habe ich versucht, Deutsch zu lernen. And for the life of me, now what's this guy doing? All right. I'm from New York. I don't like bin aus people New York. Ich sneaking up on me. Ich mag das nicht, wenn Leute hinter meinem Rücken herlaufen. Tell him to be careful. Sag ihm also lieber aufpassen. Oh, man. We have had a great tour. It's been great. Wir hatten eine großartige Tour bis jetzt, das war echt klasse. But they saved the best for last. Aber sie haben das Letzte bis zum Schluss aufgehoben. That's you guys. Euch natürlich. Come on, Jesus. Come on. It's great to be back here. Do we even know how many times I've been here at this church? Großartig, wieder hier zu sein. Wie oft war ich schon hier in der something Gemeinde? like that, yeah. 4, 5 Mal war ich schon hier. Always nice to be here. Ist immer schön, hier zu sein. You guys always look friendly. Jetzt schaut so freundlich aus immer. Yeah. Very nice. Sehr nett. Very nice. The drummer was a little shaky, but Der the rest of you are Schlagzeuger war nicht nice. ganz so freundlich, aber die anderen von euch ist okay. I just like to give people a hard time. Ich ärgere euch nur gerne ein bisschen. So, man, we got people all over the place this Wir haben morning. eine ganze Menge Leute hier überall hier. We got the cheap seats Die up billigen there. Plätze da oben. We got cheap seats over Aber da there. drüben gibt es auch billige Plätze. Hey, guys. Nice to see you. Schön euch zu sehen da All drüben. right. But it has been, it's been a really, really good week here in Germany. Es war wirklich eine echt gute Woche hier in Deutschland. I am half German and half Scottish. You know, every American has some kind of roots from over here somewhere. Ich bin halb deutsch, halb schottisch. Jeder Amerikaner hatte irgendwelche Wurzeln von irgendwo hier so. So, on my mother's side, it was Kempfinkel. Is that how you say it? Or Kempfinkel? Von mütterlicherseits war der Name Kampfwinkel. I don't know. Keine Ahnung. I don't know. Ich weiß auch nicht. But I have always enjoyed the time over here. So thank you for allowing me to spend a little bit of your Sunday morning with you. Aber ich habe immer die Zeit hier genossen und danke, dass ich mit euch am Sonntag hier zusammen sein darf. And if you think the water's going to help me, it doesn't. Und wenn du denkst, das Wasser würde mir helfen, das hilft nichts. I wrecked my voice from preaching outside when I was in my 20s. Ich habe meine Stimme kaputt gemacht, weil ich immer draußen auf der Straße gepredigt habe in meinen 20er Jahren. So now I sound like this. Und da habe ich immer so mich angehört. But he does good. Isn't he Er great? ist ja nicht Doesn't he großartig. do a great job? He just does- started. The introduction was great. Die Vorstellung war super zumindest. I will be wandering around here after the service. Where are we today? Munich? Munich. Munich tonight. But I've got to take a few minutes. Hopefully I'll get a chance to meet some of you guys after the service. Wir werden heute Abend in München sein, aber trotzdem werde ich nach dem Gottesdienst noch eine Zeit lang hier sein, um euch Hallo zu sagen, zu begrüßen. Let me tell you a little bit. Gesundheit. I know a few words. Just a couple of Ich words. kenne ein paar Worte, kenne ich so. I know Ich kenne noch. Schrebergarten. Schrebergarten, right? Ist das nicht richtig? Schrebergarten? Anybody here have a Hat Schrebergarten? irgendjemand einen Schrebergarten hier? One. I'll pray for you. Ich bete für dich. And I know Schlaumeyers. Come on. I'm working this thing a little Ich bit. kriege das so langsam raus hier. I think as you guys came in, all of you got a calendar. Ich denke, als ihr reinkamt, habt ihr Get alle your so einen calendars out. Kalender auf dem Sitz Get your gehabt. calendars out. Nehmt den mal raus, bitte. Very important part of a Bill Wilson meeting. Ganz wichtiger Teil eines Bill Wilson-Treffens. We have been doing this now for several years. Wir machen das jetzt schon seit mehreren Jahren. Trying to get 100,000 people around the world praying for the kids, praying for me. Wir versuchen auf der ganzen Welt 100.000 Menschen zusammenzubekommen, die für die Kinder beten, die für mich beten. And that's what this is. Und darum geht es hier. If something happens wherever I am, I'm doing Sunday school around the world. Wenn irgendwo etwas passiert, wo ich bin, wir machen auf der ganzen Welt Sonntagsschule. For instance, we had one of our Sunday school teachers in India.
Zum Beispiel einer unserer Sonntagsschullehrer in Indien just got done teaching Sunday school. war gerade fertig mit der Sonntagsschule, On his way back to the office, auf dem Weg zurück ins Büro, and he got jumped by 5 militant Hindus. wurde er von 5 militanten Hindus angegriffen. They beat him with steel rods, Sie haben ihn- actually tried to kill him. Sie haben ihn zusammengeschlagen mit Eisenstangen und wollten ihn umbringen. Most of you guys know I go to the places where other people do not want to go. Die meisten von euch wissen, ich gehe an Orte, wo die meisten anderen nicht hingehen So wollen. when stuff like this happens, I need to be able to shoot you guys an email and get you mobilizing your cell groups and get people praying for the need. Und wenn solche Sachen passieren, möchte ich euch gerne eine E-Mail schreiben, damit ihr die Leute mobilisieren könnt, eure Zellgruppen oder was auch immer, um für die Not zu beten. I am not going to overload you with emails. Ich werde euch nicht überschütten mit E-Mails. You don't have time, I don't have time. Ihr habt keine Zeit dafür und ich auch nicht. But if I think something's important that you guys need to know or we need help with something, I'll give you a heads up. Aber wenn ich denke, etwas ist wichtig oder ich brauche eure Hilfe, dann schicke ich euch eine E-Mail. If you'd like to be a part of that network, we're right at about 98,000 people in this prayer network right now. Wir sind zurzeit bei etwa 98.000 Menschen in diesem Gebetsnetzwerk. Und wenn du auch Teil dessen werden möchtest, Take a minute right now, fill out this slip at the bottom of the calendar. dann nimm dir kurz einen Moment und füll den Abschnitt da unten aus. Did y'all get your calendars over there? Habt ihr alle eure Y'all Kalender get bekommen da calendars? drüben? Yeah? Habt ihr bekommen? Yeah, you're 9. Nein. They're shaking their heads. Schütteln ihren Kopf. Okay, you guys slipped up. We need calendars over here. Wir brauchen Kalender da drüben. All right, get you some calendars. Get them over Ihr there. bekommt welche. Feel like I'm back in New York, Hört sich an wie New York, hier alle Leute herumdirigieren. straightening everybody out. Take a minute, guys. Fill this out quickly, Nehmt if euch you einen will, Moment und füllt das schnell aus. and tear it off. Reiß es ab. Turn it into the team members that are over there. Where are they? There. Are they? Over Gib es there. den Mitarbeitern, die I can't stehen even- da hinten an Can't dem even see. Büchertisch. So we'll be around here somewhere. Make sure we get these Wir before werden you leave. noch länger danach da sein und stellt sicher, And dass then wir diese von euch take bekommen. the calendar home, put it up in your home Nimm den Kalender mit nach Hause, häng ihn zu Hause auf, as a reminder to pray als eine Erinnerung this zu year. beten. Please Dieses don't Jahr. leave the calendar in the auditorium. Take it with you. Bitte lass den Kalender nicht hier im Saal liegen, sondern nimm ihn mit nach Hause. While you are filling out your prayer slip, Und während ihr diesen Abschnitt also ausfüllt, let me tell you what else you're going to see over there somewhere. möchte ich euch sagen, was ihr dort drüben noch sehen werdet. Metro Report, I think you already got that. Ihr habt alle Take that with you. den Metro-Bericht gesehen. It's interesting reading. Read it this afternoon Interessante Lektüre, kannst du heute Nachmittag lesen. instead of taking your German Sunday afternoon nap. Read the Anstatt dass du Metro einen Report. deutschen Sonntagnachmittag Schlaf zu dir nimmst, kannst du das lesen. Schlaft. What's schlaft? Schlaft. Dein Nickerchen. What were those 2 words we said the other day? Was waren die 2 Worte neulich? Das- Schnitzen und Schneiden. Schnitzen and schneiden. I don't know why I think that's Ich funny. habe keine Ahnung, warum ich denke, dass das lustig ist. It's just very funny to me. Ist für mich einfach ziemlich lustig. Schnitzen and schneiden. Right? It's funny. Ist lustig, oder? A lot of folks on this tour have been talking to us about coming to do the 4-month internship program there in New York, and now it's in the Philippines. Viele Leute auf unserer Tour haben mit uns gesprochen über das 4-monatige Praktikum, was man in New York machen kann. Und das gibt es übrigens jetzt auch auf den Philippinen. I think it's the only free internship program in the world Ich glaube that I know sogar of. das einzige kostenlose Praktikum auf der ganzen Welt. So if you've thought about it, it's not just for young people, it's for some of you old people too. Es ist nicht nur für junge Leute, auch wenn du darüber nachdenken möchtest, auch einige für euch Ältere hier. Some of you old people in your 40s. Einige von euch alten Leute, die schon so 40 sind. Just saying. Ich sag's ja nur. Just throwing it out there, folks. Ich wollte euch nur mal sagen. Throwing it out there. But stop by. You can pick up one of the brochures. Lots of great information. And it's something some of you may think and pray about. Nehmen wir die Flyer mit. Interessante Informationen. Vielleicht wollen einige von euch darüber beten. Got to tell you about the books. Ich muss euch von den Büchern But erzählen. turn me up just a little bit. Ich will noch ein bisschen lauter werden. Is it them back there? Sind die da hinten? Ja, ja. They're behind that glass. Hinter dem Glas I da. can't see you. Ich kann dich nicht Aha. sehen. All right, pay attention. Pass auf. I'm watching you. Ich beobachte dich. Perfect. Thanks, guys. The book, Verloren Kinder. If you haven't read this book, you got to get this book today. Das Buch Verlorene Kinder, wenn du es noch nicht gelesen hast, dann hol's dir heute. Tells Metro how it has become
the largest Sunday school in the world today. Erzählt, wie Metro die größte Sonntagsschule der Welt heute geworden ist. If you've got a friend that needs a kick in the pants, Wenn du einen Freund hast, der so einen Tritt in den Hintern braucht, because you know how Christians are over here. denn du weißt ja, wie die Christen hier so sind. It's a kick in the Man pants. muss dir einen Tritt in den Hintern geben. manchmal. Let me do it for you. Ich mache es für dich. That's my gift. Das ist meine Gabe. Get him the book. It'll challenge him. Kauf ihnen das Buch, das wird sie Who herausfordern. has not read this book? Wer hat das Buch You noch have nicht not gelesen? read the book. Wer hat dieses Buch noch nicht gelesen? Ach. What's wrong with you people? Was ist denn mit euch los, Leute? I'm not even looking at the cheap seats over here. Ich schaue gar nicht mal darüber zu den I ain't billigen even looking at Plätzen. you Mache guys. ich gar nicht mal. All right, who has not read the book? Wer hat das Buch noch nicht You have gelesen? not read the book. Du hast das Buch noch nicht gelesen? You know what? I'm just going to give you a book. Ich gebe dir einfach mal ein Buch. There you go. Merry Christmas. Frohe Weihnachten. There you go. All right. The other book, of course, we have the Teflon Rhino, Das andere- One-Eyed Kings. Das andere Buch heißt das Teflon-Nashorn oder hier I don't write books Einäugige Könige. because I have nothing else to do. Also ich schreibe keine Bücher, weil ich sonst nichts zu tun habe. I think you guys know that. Und ich schätze mal, dass ihr das wisst. But after being in the ministry for almost 50 years, like I have been, Aber nachdem ich seit fast 50 Jahren im Dienst bin, you learn some things, da lernt man ein paar so Dinge, biblical principles biblische Prinzipien, that can help you die dir helfen können, see beyond yourself. über dich selber hinauszusehen. You know what I'm saying? Wisst ihr, was ich Look meine? at things differently. Sachen anders betrachten. That's what these books are. Und darum geht es in diesen Büchern. I'll sign your book after the service. Ich You want me signiere to? gerne auch eure Bücher nach dem Anybody Gottesdienst. else want a book? Möchte noch jemand ein Buch haben? Yeah. You can buy them Ihr könnt right sie over there. kaufen, da hinten am Come on, Büchertisch. Jesus. Come on. Buy them right over there. Da drüben könnt ihr sie kaufen. What camera am I? Am I on a camera? Bin ich auf irgendeiner Kamera It's oder like sieht man mich? on a no camera? Right back there? Ist da eine Kamera da Oh, it's the hinten? people Ja, I can't see. das sind die Leute, die ich nicht sehe. Those people scare me. Die machen mir immer Angst. Now you're getting funny. Jetzt macht das lustig. Everybody's a comedian. Jeder ist ein Okay. Komödiant hier. It's just like back home. Wie zu Hause. I always keep this for last because I think of all the things you're going to see after the service, these are the most important things. Ich hebe mir das immer bis zum Schluss auf, denn von all den Dingen, die ihr nach dem Gottesdienst da hinten sehen werdet, ist das für mich das Wichtigste. These are pictures of some of the kids that we have committed our lives to. Das sind Bilder, einige der Kinder, denen wir unser Leben hingegeben haben. It's our Metro Child Sponsorship Program. Das ist unser Metro-Patenschaftsprogramm. Gives you an opportunity to take one child Gibt dir die Möglichkeit, ein Kind zu nehmen and say, I can make a difference in that kid's life. und zu sagen, ich kann einen Unterschied in dem Leben dieses Kindes machen. I'm sure most of you know my story. My mom, who was an alcoholic, left me on a street corner when I was a little kid. Ich nehme an, die meisten von euch kennen meine Geschichte. Meine Mutter, die eine Alkoholabhängige war, hat mich als kleines Kind an der Straßenecke I zurückgelassen. sat on that corner for 3 days. Ich saß 3 Tage lang an dieser Ecke. No food, no water. Kein Essen, kein Trinken. She never came back. Und sie kam nie zurück. Hundreds of people walked by me those 3 days. In diesen 3 Tagen sind Hunderte von Menschen an mir vorbeigelaufen. Hundreds of people drove by. Hunderte von Menschen vorbeigefahren. You know how many stopped? Ihr wisst, wie viele angehalten haben. Only one. Nur eine. Isn't that always the way it works? Ist das nicht immer so irgendwie? See, that's why denominations don't get this. Deswegen verstehen Denominationen das nicht. Sometimes even congregations don't get this. Manchmal verstehen das nicht einmal Gemeinden. Individuals get this. Einzelpersonen verstehen das. One Christian man whose own son was in the hospital dying of leukemia. Ein Christ, dessen eigener Sohn im Krankenhaus lag, sterbend an Leukämie. He's the one who stopped. Er ist derjenige, der Get anhielt. out of his car, put his hand on my shoulder, Steigt aus dem Auto aus, legt seine Hand auf meine Schulter and said, "Are you okay?" und fragt mich, geht's dir gut? That's it, folks. Das war alles. That's how all this started. So hat das alles angefangen. 100,000 kids in Sunday school last week because one ordinary Christian got it. 100.000 Kinder letzte Woche in der Sonntagsschule, weil ein gewöhnlicher Christ es verstanden hat. He saw something nobody else apparently saw. Er sah etwas, was kein anderer anscheinend gesehen hat. And I used to stutter really bad when I was little. Ich habe als Kind sehr stark gestottert And I told him I was just hungry and my mother was gone.
Und ich habe ihm einfach erzählt, dass ich Hunger hatte und meine Mutter weg war. And he got me some food. Er hat mir Essen gebracht. And 5 hours after that first conversation, he put me in a van and sent me to a Sunday school camp. Und 5 Stunden nach dieser ersten Unterhaltung hat er mich in einen Bus gesetzt und zu einem Gemeindecamp geschickt, That's where I heard the story. wo ich die Geschichte zum ersten Mal hörte. That's where I heard the story of Jesus for the first time. Wo ich die Geschichte von Jesus zum ersten Mal hörte. That's what this is. Und darum geht es hier. I was this kid. Ich war dieses Kind. I was the kid nobody wanted. Ich war das Kind, das keiner haben wollte. This is a 28 euro a month commitment. Das ist eine Verpflichtung von 28 € im Monat. And regular, where are you? Regular, wo bist du denn? Okay. What I would like for you to do as I start, we're going to watch a video in a moment. Wir werden gleich ein Video anschauen und ich möchte, dass du was tust für uns. Many of you are familiar with the Philippines. Viele von euch wissen um die Philippinen. And we have kids that go to our Sunday school in the Philippines. Wir haben Kinder, die zu uns auf der Sonntagsschule auf den Philippinen You gehen. will see where some of these kids live in a cemetery. They're in Manila. Ihr werdet gleich sehen, wie einige von diesen Kindern auf einem Friedhof in Manila leben. And while you're watching the video, regular, I'd like for you to Nein, noch nicht. Stopp. I'd like for you to take the packets and put them right up here on the altar. Wenn wir den Film anschauen, Take nimm them off the die table, Pakete spread them out here. und wir legen die dann vorne hier auf die Bühne. If you choose to take one of these kids with you today, Wenn du dich entscheidest, heute ein Kind mitzunehmen, come up after the service, pick the child you'd like to sponsor. You'll need to fill out a card. The team will help you. dann komm nach dem Gottesdienst und hol dir ein Päckchen, geh zu den Mitarbeitern, kannst eine Karte ausfüllen und sie werden dir That's the helfen. first step in making a difference like that man did in my life. Das ist der erste Schritt, einen Unterschied zu machen, so wie das der Mann in meinem Leben gemacht So hat. let's bring the lights down. Jetzt können wir das Licht runterfahren und den Let's Video go to anschauen. Manila, to the city of the skulls, Wir gehen nach Manila in die Stadt der Totenschädel, where every 5 years wo alle 5 Jahre these graves are recycled. die Gräber recycelt werden. And they throw the bones on the ground Und sie schmeißen die Knochen auf den Boden. as several thousand squatters living there amongst the remains of dead people. Und mehrere tausend Slumbewohner leben dort unter den Überresten der Toten. That's how these children are growing up. Und so wachsen diese Kinder auf. Let's take a look. Lass uns das anschauen. Reason. Ihr musstet das aus einem bestimmten Grund sehen. It's easy to talk about stuff, Es ist ziemlich einfach, über Sachen zu reden. and after doing this all my life, I realize that Christians talk a lot. Und nachdem ich das mein ganzes Leben lang schon gemacht habe, habe ich realisiert, There has to Christen be a connection at some point. reden sehr viel, aber es muss irgendwo eine Verbindung hergestellt werden. I was asking somebody the other day in one of the services, Ich habe neulich in einem der letzten Gottesdienste jemand gefragt, why is it that you were born here and they were born in a cemetery? wie kommt es, dass du hier geboren worden bist und sie auf dem Friedhof? Do you have an answer for that? Hast du eine Antwort darauf? Now, we could talk about that theologically. Wir könnten da theologisch darüber sprechen. I don't think you're up for that today, Ich denke so nicht, I'm not going there. dass ihr heute dafür bereit seid, deswegen mache ich das nicht. But you may want to think about that. Aber ihr möchtet vielleicht mal darüber nachdenken. You're blessed. Ihr seid gesegnet. Do y'all get that? Versteht ihr das? You're blessed. Ihr seid gesegnet. You're blessed. Ihr seid You ought to gesegnet. thank God every day you live where you live. Ihr solltet Gott jeden Tag Danke sagen dafür, dass ihr hier lebt. I don't know if some of you young people are smart enough to know that. I think a lot of you older folks are. Ich weiß nicht, ob alle von euch jungen Leute schlau genug sind, das zu verstehen. Die Älteren, die meisten verstehen das. You're blessed. Ihr seid gesegnet. If you can help us, help them. Wenn ihr uns helfen könnt, dass wir ihnen helfen können. They're all laid out right on the altar. Die liegen alle dort Right over there. auf der Bühne da drüben. Stop by after the service. Kommt nach dem Gottesdienst kurz vorbei. Pastor, thank you again for letting me be here. Pastor, nochmal danke, dass ich hier sein darf. Thank you. Vielen Dank. Thank you. In Genesis chapter 22, Im 1. Mose Kapitel that's 22, when Abraham took the boy up to the mountain. das ist, wo Abraham den Jungen mit auf den Berg nimmt. I think it's the 5th verse. Und im 5. Vers, He said, the boy and I are going to the mountain, talking about Moriah. Das- Mount Moriah.
Da sagt er, der Junge und ich gehen jetzt zum Berg und er hat über den Berg Moria gesprochen. And he said, we're going to worship. Und er hat gesagt, wir gehen dorthin, um anzubeten. Isn't that interesting? Ist das nicht interessant? Now I'm going to move this out of the way because I'm going to kick it and then I'll be mad. Okay, thank you. Dankeschön. We're going to the mountain to worship. Wir gehen zum Berg, um anzubeten. He knew he was going to the mountain to potentially take the life of his son. Er wusste, dass er zum Berg gehen würde, um prinzipiell das Leben seines Sohnes zu nehmen. But he said, we're going to worship. Aber er sagte, wir gehen dorthin, um anzubeten. Now wait a minute. Jetzt wartet mal. This is supposed to be a worship service. Das hier ist eigentlich ein Is Anbetungsgottesdienst that hier, what they oder? call it here in Germany? Sometimes Sunday morning worship service. Ja, Gottesdienst, Anbetungszeit. Ja. Yeah. Schlagen. Yep, something. Mhm. He said, Abraham says, I'm going to take the boy and we're going to go worship. Er hat gesagt, wir nehmen den Sohn und wir gehen dorthin, um anzubeten. He didn't take a piano up to the mountain, Er hat kein Klavier mit auf den Berg genommen, right? oder? He didn't take his drum set up to the mountain. Er hat auch nicht seine Trommel mit hochgenommen auf den Berg. He had no microphones. Er hatte auch keine Mikrofone dabei. He was fortunate. Er hatte Glück. He didn't have to deal with sound people. Er musste nicht mit den Technikern umgehen. Love you guys. Ich mag euch. Love you. But it said he was going to worship. Aber es steht dort, er ging dorthin, um anzubeten. You ought to be jumping up and down right now. Ihr müsstet jetzt auf und abspringen eigentlich. I know that's not your style, Ich weiß, es ist nicht so euer Stil hier. but you ought to be. Aber ihr solltet eigentlich. Say, you know why? Wisst ihr warum? Because real worship is sacrifice. Denn echte Anbetung ist Opfer. 3 of you got that. 3 von euch haben es verstanden. that's encouraging. Das ist sehr ermutigend. Real worship, guys, is sacrifice. Echte Anbetung ist Opfer. Today, that's what we're going to talk about for a few minutes, and then I'll get out of your way. Heute werden wir ein paar Minuten darüber sprechen und dann lasse ich euch in Ruhe. Father, I love you today. Vater, ich liebe dich heute. I'm a grateful man. Ich bin ein dankbarer Mensch. I should have been dead years ago. Ich sollte eigentlich schon jahrelang tot sein. No reason I should be alive today, Es gibt keinen Grund eigentlich, dass ich heute am Leben bin. and yet I am. Und doch bin ich hier. And so are all my friends here. Und auch alle meine Freunde hier. We woke up for a reason today. Wir sind aufgewacht mit einem Ziel heute. The very fact that we woke today Die Tatsache alleine, dass wir heute aufgewacht sind, means our job isn't done yet. bedeutet, dass unsere Aufgabe noch nicht erfüllt ist. Speak to us today Sprich zu uns heute. in the way that only you can. In einer Art und Weise, wie nur du das tun kannst. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. I've been coming over here now for 15, 16 years? Ich komme Something jetzt like that. seit 15, 16 Jahren ungefähr hierher. Our cultures are so different. Unsere Kulturen sind so anders. It's funny, isn't it? Es ist lustig irgendwie. You can have people that are so similar and yet in so many ways so different. Wir haben Menschen, die so ähnlich sind und doch auf so viele Arten I unterschiedlich. talked to a lot of young people this week after the service. Ich habe mit vielen jungen Menschen in dieser Woche nach den Gottesdiensten They got their gesprochen. lives all planned out. I mean, these are kids 16, 17 years old. They know what college they're going to. Und das sind 16, 17 Jahre alte Leute, die haben alle schon gewusst, was sie in ihrem Leben machen werden. Die wussten, in welche Schule sie gehen werden. Because it's all about Denn es geht the education immer nur here, um die Bildung, isn't it? oder? That's education is like God in this country. Bildung ist wie ein Gott in diesem Land. It's very strange to me. Das ist für mich sehr komisch. I know people in New York that have PhDs, Ich kenne Leute in New York, die Doktortitel haben. and yet they're homeless living under a bridge. Und doch sind sie obdachlos und leben unter einer Brücke. So for those of you that think your education is your salvation, Also für die von euch, die denken, eure Bildung ist eure Erlösung,
you really don't have a clue about life, do you? Dann hast du keine Ahnung vom Leben, oder? But that's part of the culture here. Aber das ist Teil der Kultur hier. I understand that. I get it. Ich weiß, ich verstehe das. But just because something's cultural doesn't mean it's spiritual. Aber nur weil etwas Kulturelles heißt das noch lange nicht, dass das geistlich ist. Kind of makes sense, doesn't it? Yeah. Ist irgendwie verständlich, oder? And as I've talked to the young people this week, Und während ich mit den jungen Menschen diese Woche gesprochen habe, we have a tendency to make things more complicated than what it really is. wir haben eine Tendenz, Dinge komplizierter zu machen, als sie eigentlich sind. To do something for God, and it's even like this in the States. Um etwas für Gott zu machen, und sogar in Amerika ist das so, I got to be trained, ich muss ausgebildet sein, because you know denn we don't want to be a dummkopf. wir wollen ja keine Dummköpfe sein. Don't want to be a Wir dummkopf. wollen ja keine Dummköpfe I sein. got it. Verstehe ich schon. I don't want to be a dummkopf either. Ich möchte auch kein Dummkopf sein. But just because you're trained, Aber nur weil du ausgebildet bist, see, you can have it here. weißt du, du kannst es da oben alles haben, That's no guarantee you're going to have it here. aber es ist keine Garantie dafür, dass du es hier hast. You ever meet Christians like that? Hast du jemals solche Christen schon getroffen? Smart, Sehr schlau, but very, aber sehr very Deutsch. sehr deutsch. Now I got you guys figured out. Ich I've been here just long enough. kenne euch, ich bin lange genug hier gewesen, um das I zu got verstehen. this thing. Ich verstehe das, I got this. Right? oder? Y'all know how to come. Ihr wisst ja, wie das ist. But they have no heart. Aber sie haben kein They have Herz. no heart. Right? And then you've got people that have the heart. Aber dann gibt es Menschen, die haben ein Herz, And they're dumb as a rock. aber sie sind so dumm wie ein Stein. Just can't have no concept Sie of haben what's going on. kein Konzept von dem, was so The passiert. ideal is the balance. Das Ideal ist das Ausgewogene. That's what we're trying to get. Das versuchen wir zu bekommen. But in our quest for having everything Aber in unserer Suche, nachdem alles irgendwie so, just right, dass es richtig ist, we miss the real essence of the gospel. verpassen wir die Grundbotschaft des I've had some Evangeliums. interesting conversations this week. Ich hatte diese Woche ein paar interessante Gespräche. I did a funeral back in Brooklyn. Ich habe in Brooklyn zu Hause eine Beerdigung We gehalten. got a call from the funeral home. Wir haben einen Anruf von dem Beerdigungsinstitut bekommen. And they said, we need you to do a funeral for this little 5-year-old boy. Und sie haben gesagt, du musst eine Beerdigung halten für diesen 5 Jahre alten Jungen. He didn't ride the Sunday school bus that I drive, but he went to the Sunday school. Er ist nicht in meinem Bus zur Sonntagsschule gefahren, den ich immer fahre, aber er kam zur Sonntagsschule. I said, when is the funeral? Und ich habe gefragt, wann ist denn die Beerdigung? The funeral director said, right now. Und die Verantwortliche hat gesagt, jetzt. Okay, that, even by New York standards, Selbst- that was a bit strange. Selbst New York Standards betrachtet, ist das ein bisschen komisch. So I ran down to the funeral home. I do a lot of funerals, as you guys would guess. Ich bin zu diesem Beerdigungsinstitut gerannt und wie ihr vermuten könnt, halte ich viele Beerdigungen. So I know the lady that runs the funeral home. So I run upstairs to where they fix the bodies. Also ich kenne die Frau, die verantwortlich da ist. Ich renne dahin, renne nach oben, wo sie die Körper vorbereiten. And the funeral home director, she looks at me and she says, do you have any clothes that would fit this kid? We have no clothes to bury him in. Und die Frau hat gesagt, habt ihr irgendwelche Kleidungsstücke, damit wir dem Kind die anziehen können? Wir haben nämlich keine. I said, yeah, I'm sure we do. Ich habe gesagt, sicher. So I run back to the church. Also bin ich zurückgelaufen zur Kirche, Get a little shirt, get some pants. habe ein kleines Hemd und eine Hose Run back to geholt, the funeral home. bin zurückgerannt darüber. And now I'm helping her dress this little dead boy. Jetzt helfe ich ihr, diesen kleinen toten Jungen anzuziehen. I don't know if you have ever had that privilege of doing that. Ich weiß nicht, ob du schon jemals das Privileg hattest, das zu tun. If you have not, Wenn nicht, and my guess is most of you have not. und die Vermutung von mir ist, dass die meisten von euch das noch nicht gemacht haben. I hope you get to do that someday, Ich hoffe, dass du es irgendwann mal tun kannst. because it'll change the way some of you think. Das wird das verändern, wie einige von euch denken. That's right. Very much so.
Very much so. So we're dressing this little dead kid. Also wir ziehen diesen kleinen toten Jungen an. And I'll try to explain this to you. Und ich versuche euch das zu There erklären. were some marks right here on this side of his face and on the back of his right Da hand. waren so Stellen hier an der Seite des Gesichts und auch an der Hand. And I don't really know how to describe it. Und ich weiß nicht so genau, wie ich das But it looked beschreiben soll. like gouge marks. Aber es hat so ausgeschaut, dig wie marks so, of some kind. so was das reingegraben worden ist oder gekratzt. So I turned to the funeral director and I said, you know, you really didn't do a good job on the body here. Also ich drehte mich zu der Frau um und sagte, sie haben also wirklich keine gute Arbeit gemacht, den Körper vorzubereiten. And she looked at me and she said, you don't know what happened to him, do you? Und sie hat mich angeschaut und hat gesagt, Sie wissen nicht, was passiert I ist, said, oder? no, I don't. Ich habe gesagt, nein, ich weiß es nicht. Well, apparently his mother, who was a drug addict, had beat the kid to death with a bat, just crushed his skull. Und offensichtlich seine Mutter, die eine Drogenabhängige war, hat das Kind zu Tode geschlagen mit einem Baseballschläger und den Schädel aufgebrochen dabei. But they left him laying dead on the floor all night. Aber sie ließen ihn tot auf dem Boden die ganze Nacht liegen. And they had some cats Und sie in the hatten- house that they didn't feed. Sie hatten Katzen im Haus, denen sie nichts zu essen gegeben haben. So as the kid was laying there that night, the cats had been eating his face and eating his hands. That's what the marks were. Und während er so gelegen war, haben die Katzen nachts sein Gesicht gefressen und die Hand. Und das waren die Stellen, die man dort gesehen hat. And I remember very clearly. I remember this like it was yesterday. Ich erinnere mich sehr genau daran, wie als wenn es gestern gewesen wäre. I put my hand on the boy's head. Ich habe meine Hand auf den Kopf des Jungen gelegt. I needed to touch the wound. Ich musste die Wunde berühren. That was important for me. Das war wichtig für mich. I told you not everybody's going to understand this today. Ich habe euch gesagt, nicht alle heute werden das verstehen. This isn't for everybody today, Das ist nicht für alle heute. but some of you will get this. Aber einige von euch werden es verstehen. I put my hand on his Ich face. habe meine Hand auf sein Gesicht gelegt. I did the funeral. Ich habe die Beerdigung gehalten. Nobody showed up. The only ones there was the funeral director and me. Nobody. Family members, no one was there. Keiner kam. Die einzigen, die waren, war die Verantwortliche des Beerdigungsinstitutes und ich. But Keine I gave- Familie, niemand kam. I gave the boy a funeral. Aber ich habe dem Jungen eine Beerdigung gehalten. He deserved that. Er hat das verdient. Amen? Amen. He deserved that. Er hat das verdient gehabt. You betcha. You didn't have to have a PhD to understand what you were looking at. Du brauchtest keinen Doktortitel, um zu verstehen, was man dann angeschaut hat. Didn't have to be trained on what to do. Du musstest nicht ausgebildet sein, um das zu tun. Didn't have to hear an audible voice to decide if you should do it or not. Du musstest keine hörbare Stimme vernehmen, um zu entscheiden, ob du es machen sollst oder nicht. Sometimes the most profound things you can do in this life Manchmal sind die tiefsten und grundlegendsten Dinge, die du im Leben tun kannst, are the most simple. sind die einfachsten. There was a title for my thought today. Wenn es einen Titel für meine Gedanken heute geben würde, It's the power of the simple. ist die Kraft des Einfachen. Especially after this week, I Besonders already had some things jotted down, but kind of added to it this week. nach dieser Woche. Ich habe schon ein paar Sachen aufgeschrieben gehabt, aber ich habe die Woche noch ein bisschen was dazugefügt. The power of a simple touch. Die Kraft einer einfachen Berührung. When we talk about healing, particularly, I think, in our circle of folks, when we pray for people, Wenn wir über Heilung sprechen, besonders unter uns, so in unserem Gemeindebereich, wenn wir über Heilung reden bei Menschen. I have seen one person raised from the dead in my life. Ich habe in meinem Leben gesehen, wie eine Person von den Toten auferweckt worden ist. I have prayed for countless people. Ich habe für zahllose Leute gebetet. I've laid hands on them, seen some wonderful miracles through the power of the Holy Spirit. Ich habe ihnen die Hände aufgelegt. Ich habe einige wunderbare Wunder gesehen durch die Kraft des Heiligen Geistes. There's something about that thing we call a touch. Und da ist was Besonderes mit der Sache, die wir Berührung nennen. Isn't that strange? Ist das nicht komisch? Somehow, even biblically, the touch has always been associated with that
point of contact. Und irgendwie auch biblisch ist auch die Berührung immer in Verbindung gebracht wird mit einem Kontakt, der entsteht. I want you to look at 3 kinds of touch with me this morning very quickly. Ich möchte, dass ihr kurz mit mir 3 Arten der Berührung heute Morgen anschaut. I think the first thing that's come to my mind, especially this week after talking with everybody I've talked to over here. Und das Erste, was mir eingefallen ist, besonders nach dieser Woche, nachdem ich mit all diesen Menschen geredet habe, We always talk about the physical touch. That's probably the most obvious. wir reden immer über die körperliche Berührung. Und das ist eigentlich die offensichtlichste. And it was over in Mark chapter 1, verse 40. Und es ist im Evangelium des Markus im Kapitel 1, Vers 40. One of those unique illustrations of a real physical touch. Eine der besonderen Illustrationen von einer körperlichen Berührung. When Jesus touched the leper, he laid hands on the leper to heal him. Most of you know the story. Als Jesus den Leprakranken heilte, er legte seine Hand auf den Leprakranken, um ihn zu heilen. Die meisten von euch kennen die Geschichte. Do you realize what Jesus did at that point? I want you to see a little deeper than just the norm today. Wisst ihr, was Jesus dort gemacht hat? Ich möchte, dass ihr heute ein bisschen tiefer gucken, als wir normalerweise sehen. What he did by touching that leper was totally against the church rules. Was er dort gemacht hat, indem er den Leprakranken anfasste, war absolut gegen die Gemeinderegeln. Nobody touched lepers. Niemand berührt Leprakranke. You all know that. Das wisst ihr alle. Nobody did that. Keiner hat das gemacht. Why did nobody do that? Und warum hat das keiner gemacht? You know why. Ihr wisst warum. My God. Because Weil, if you would touch something that was unclean, denn wenn du etwas berühren würdest, was unrein war, the unclean always contaminated the clean. hat das Unreine immer das Reine verseucht oder verunreinigt. That was the essence of why you never touched anything that was unclean. Das war die Essenz dessen, warum man nie etwas angefasst hat, was unrein war. It would transfer onto you. Das hat sich auf dich übertragen dann. Jesus stepped out of the paradigm. Jesus ist aus diesem Gedanken, aus dieser Sichtweise Out of the herausgestiegen, church rules. aus der Kirchenregel heraus. One of the reasons I love Das Jesus. ist einer der Gründe, warum ich Jesus liebe. Just come right up in your Er face. kommt direkt dir gegenüber, Not exactly like nicht that. ganz genau so, aber That's the New York das Jesus. in New York Jesus macht es so. You understand. Ihr wisst schon, was ich meine. But he would come right at you, right in the face of all the religious knuckleheads. Er kommt direkt auf dich zu, mitten im Angesicht der ganzen religiösen Idioten. Idiot. The knuckleheads, right? Ja. And Jesus, against the odds, touches the leper. A simple touch. Und gegen alle Wahrscheinlichkeiten berührt Jesus den Leprakranken. Eine einfache Berührung. And the whole system changed at that moment. Und das ganze System veränderte sich in diesem Moment. Just slap Ich somebody. möchte gerne mal jemanden schlagen hier. Do you get this, guys? Versteht ihr das, Leute? He changed the system in a moment. Er veränderte das System in einem Moment. Because at that time, instead of the unclean contaminating the clean, In diesem Zeitpunkt, anstatt das Unreine, das Reine verunreinigt, the clean changed the unclean. veränderte das Reine das Unreine. Everything changed. Alles hat sich verändert. You ought to be jumping up and Ihr down. sollt am besten aufspringen. We got one that's excited. Einen haben wir hier, der begeistert ist. You're probably excited all the time. Du bist wahrscheinlich die ganze Zeit begeistert. Listen to me, guys. Und Listen. hört mir zu, Leute, hört Really. mir zu. I'm just saying, there's an element of the personal touch. Das ist ein Element der persönlichen Berührung. It's a physical touch. Eine körperliche Berührung. But I got to hurry. Aber ich muss mich beeilen. The second touch, and see if this makes sense to you. Second kind of touch. Die zweite Berührung, mal sehen, ob das für euch verständlich ist. Die It's- zweite Art der Berührung It's the spiritual touch. ist die geistliche Berührung. Now, what would be the difference then between the physical touch and the spiritual Was touch? ist jetzt der Unterschied zwischen der körperlichen Berührung und der geistlichen Berührung? Over in John 20, Im Johannes 20, and you can, again, most of you know these,
But I'm just taking you a little bit deeper today. Und wiederum, die meisten von euch kennen das, ich möchte euch nur ein Stück tiefer mitnehmen heute. Thomas was struggling. Thomas war am Kämpfen. He was struggling with the resurrection. Er war am Kämpfen mit der Auferstehung. Why is that? Warum ist das so? Doubting Thomas? Der zweifelnde How would Thomas. you like to go through eternity with a name like Doubting Thomas? Möchtest du nicht auch durch die Ewigkeit gehen als der zweifelnde Thomas? Like he's been stuck with that since he messed up. He messed up once and now he's been doubting Thomas all through all these Er years. hat es einmal verpasst und seitdem, die ganze Geschichte lang, ist er leider der zweifelnde Thomas geblieben. So if your name's Thomas here today, Also wenn du heute Thomas heißt, don't make a mistake mach keinen Fehler. because we're going to give you a name too. Dann geben wir uns nämlich auch einen Namen. Now, Jesus appears in his resurrected body. You know the story. Jesus erscheint in seinem Auferstehungsleib. Ihr kennt die Geschichte. And Thomas could not, what's the word I can use here? Could not Thomas konnte nicht grasp the resurrection. It didn't make sense to him. diese Auferstehung erfassen. Das hat keinen Sinn gemacht für ihn. Until when? Bis wann? Until he touched the wounds in the body of Christ. Bis er die Wunden im Leib Christi berührte. And then he said, my Lord and my God. Und dann sagte er, mein Herr und mein Gott. Don't miss this, guys. Und verpasst das bitte Don't miss nicht. this. Verpasst das nicht. When he touched the wounds in the body of Christ, Als er die Wundmale im Leib Christi berührte, suddenly his eyes were open. plötzlich wurden seine Augen geöffnet. You get it? Versteht ihr das? You get it? Versteht ihr es? The physical touch turned into a spiritual touch. Die körperliche Berührung wurde zu einer geistlichen Berührung. And at that moment, Thomas goes through this metamorphosis. Und an diesem Punkt geht Thomas durch diese Metamorphose hindurch. Diese Verwandlung. His eyes are open. Seine Augen waren My geöffnet. Lord and my God. Mein Herr und mein Gott. Why do you think I touched the wounds on that little boy's face in the funeral home? Warum denkt ihr, dass ich in dem Beerdigungsinstitut die Wunden dieses kleinen Jungen berührt habe? Get it? Versteht ihr es? See, I do this too much. Ich mache das hier viel zu viel. I do conferences too much. Ich halte viel zu viele Konferenzen. I'm on Christian television too much. Ich bin zu oft im christlichen Fernsehen. I'm interviewed by Christian magazines too much. Ich werde zu oft von christlichen Zeitschriften interviewt. And the truth is, Und die Wahrheit ist, I'm around Christians too much. ich bin zu viel mit Christen zusammen. I love you guys. Ich liebe euch, You know I do. das wisst ihr. But it's not healthy Aber es ist nicht gesund, just to be around Christians all the time, is it? die ganze Zeit nur mit Christen zusammen zu sein, oder? Nope. Why do you think I still drive the Sunday school bus in New York? Warum denkt ihr, dass ich immer noch den Sonntagsschulbus in New York fahre? 2 weeks ago, when I was in Manila, I lived in the dump with the kids. Vor 2 Wochen, als ich in Manila war, habe ich mit den Kindern auf dem Müllberg gelebt. Why do I do that? Warum mache ich das? Now you know. Jetzt wisst ihr es. Now you know. Jetzt wisst ihr es. You got to touch it, man. Ihr müsst es berühren, Leute. You got to. Du musst. You got to. Du musst einfach. Because when you do, Denn wenn du das machst, everything changes. verändert sich alles. Everything changes. Alles verändert sich. The physical touch Die körperliche Berührung turns into the personal touch wird zu einer or persönlichen the Berührung. spiritual touch. Oder eher gesagt, die geistliche But the Berührung. last one I want to talk about is the personal touch. Aber die letzte, über die ich reden will, ist die persönliche Berührung. We had a wealthy couple, have been great financial supporters of the ministry for years. Wonderful people. Wir hatten ein wohlhabendes Ehepaar, großartige Leute, die uns jahrelang wirklich finanziell in eine besondere Weise unterstützt They haben. had never come to New York to see the ministry. They'd supported it for years, but never come to see it firsthand. Sie waren noch nie in New York gewesen, um den Dienst von eigenen Augen zu sehen. Sie haben es unterstützt, aber waren noch nie selber da. Finally, they're coming to New York. Und schließlich kommen sie nach New York. I was so excited. Ich war so begeistert. I was so excited Ich war so begeistert, that I forgot to tell them how to dress. dass ich vergessen habe, ihnen zu erzählen, wie sie sich anziehen Now, I sollen. don't dress like this when I'm on the street. Und wenn ich auf der Straße bin, bin ich nicht so angezogen.
I'm sure you all know that. Das habt ihr euch schon gedacht wahrscheinlich. So our Sunday school is 6 days a week. My day is Saturday. Also wir haben 6 Tage in der Woche Sonntagsschule und mein Tag ist der Samstag. We pick up 1,000 at a time, bring them in, have Sunday school, take them home, pick up another 1,000. Wir holen immer We 1000 do it ab, in shifts. bringen sie rein, machen Sonntagsschule, bringen sie wieder zurück, holen die nächsten 1000. Wir machen es so in Schichten. So I forgot to tell these people, wear jeans, be relaxed. Ich habe vergessen, ihnen zu sagen, hey, zieht euch Jeans an, ganz entspannt. So they show up at the ministry. Also sie kommen dort an beim Dienstgebäude The husband und der kind of looks like this. Ehemann hat etwa so ausgeschaut The wife, und die Frau, the high heels, the dress, hohe Absätze, das Kleid, die Perlenkette, pearls in the ghetto. Perlen Pearls. im Ghetto, Perlen. Not a good thing. Schlechte Idee, Not a good thing. ganz schlechte Idee. I looked at that and I Und thought, ich schaute das an und dachte mir, man, oh Mann, oh man, I missed it. ich habe da echt was verpasst. So I thought, okay, we're good. We can do this. Okay, wir kriegen das auch hin. So I get them on my Sunday school bus, and here we go. We're going to pick up the kids. Und ich bringe sie in meinen Sonntagsschulbus rein und hier geht's los. Wir holen die Kinder ab. So we're driving. We pull up in front of this one building. Und wir halten an vor diesem einen Gebäude. And I got a little boy on my bus. His name is Matthew. Und ich habe einen kleinen Jungen auf meiner Bustour und der heißt Matthew. And he's dying of AIDS. Und er ist im Sterben an AIDS. He picked it up from his mother at birth. Er hat es von seiner Mutter während der Geburt bekommen. And he always sits right behind me because I can't have him get jostled. We don't want him to get cut. So we just kind of keep him there and I keep my eye on him. Und ich habe den immer, der sitzt immer hinter mir, weil ich nicht möchte, dass irgendwie rumgeschubst wird oder irgendwie sich schneidet. Der bleibt immer hinter mir, dass wir ihn im Auge behalten Well, können. that's where this couple, the great couple, Aber das großartige Ehepaar, they're sitting in the seat die haben sich right behind me. genau auf diesen Sitz hinter mir gesetzt. So Matthew gets on the bus Also Matthew steigt in den Bus ein and he's little, und er ist klein. so sitting down Also like in the bus seat, wenn man sich hinsetzt in den Bussitz, it's like he's eye level. ist wie, dass er with auf them, Augenhöhe ist like mit denen this. dann. So he gets on the Also er bus steigt in den Bus ein and he's just einfach dahin. He's just staring at him. Er starrt sie einfach Like, an. you're in my seat. Mit dem, hey, du bist auf meinem Platz. So I caught it. Also ich habe das gesehen, I jumped up and I told dann bin ich schnell I aufgestanden told the couple, I said, this is Matthew. und habe dem Ehepaar gesagt, das ist Matthew. He usually sits here. Normalerweise sitzt er hier. And the lady was cool. Und die Frau war echt super. She goes, no problem. Sie sagte, kein Problem. I'll just put him on my lap. Ich setze ihn einfach auf meinen Schoß. Well, it's all happening so Und fast. das passiert alles so schnell. So she picks him up Also- and just plops him on her lap. Sie nimmt ihn einfach auf den Schoß und setzt ihn dahin. And your Und mind, wisst ihr, wenn der Verstand dann plötzlich so, because these people, denn diese Leute, great people, großartige Menschen, wirklich großartige Menschen, they've just never been around. sie waren einfach noch Yes. nie bei sowas dabei, Never been around. zuvor. And I leaned over to her and I whispered to her, I said, just hold on to him. He has AIDS. Ich habe mich zu ihr rübergelehnt, habe gesagt, halt ihn einfach gut fest, er hat AIDS. Please listen to me. Und bitte passt auf jetzt. This all happened so quick. Das ist alles so schnell passiert. And when I said that to her, Und als ich ihr das gesagt hatte, she just put her arms up like this and her eyes got huge. hat sie ihre Arme so in die Luft gehalten und ihre Augen wurden ganz groß. But because he's so sick, Aber weil er so krank ist, as he sat on her lap, als er sich auf ihren Schoß gesetzt hat, he just put his head on her hat er chest sein Gesicht einfach auf ihre Brust gelegt and he just closed his eyes. und einfach seine Augen zugemacht. And I watched that woman, Und ich habe beobachtet, wie diese Frau, this wealthy woman, a life of privilege, dieses wohlhabende Frau in einem Leben des Vorrechts und der Privilegien, who's never been around a little boy with AIDS. die noch nie mit einem kleinen Jungen, der AIDS hatte, zusammen war. I watched her Und ich habe sie beobachtet, go from this wie sie von dieser Haltung to this. in diese Haltung ging. They were getting ready to leave to go back to the airport. Sie haben sich bereit gemacht, um zum Flughafen zurückzugehen. They were pretty quiet the rest of the day. Und den restlichen Tag waren die ziemlich still. You don't know what people are thinking
sometimes. Und manchmal weißt du nicht, über was Leute dann nachdenken. And they had a limo take him to the airport. Und sie hatten eine Limousine, die sie zurückgebracht hat zum Flughafen. And they're getting ready to get into the limo to leave. Und sie waren gerade dabei, in die Limousine einzusteigen, um zu gehen. And the lady said, Pastor Bill, Und die Frau sagte, Pastor Bill, she said, I'm going to pray for Matthew every day. sie sagte, ich werde jeden Tag für Matthew beten. She said, he may not ever get healed. Er wird vielleicht nie gesund werden. But she said, I need you to know, Aber ich möchte, dass du weißt. and please tell him, Und bitte sag ihm, that when he touched me, die Art und Weise, wie er mich berührt hat, I was healed. da wurde ich geheilt. I said, I'm sorry, I don't understand. I didn't know you were sick. Und ich habe gesagt, tut mir leid, ich verstehe das nicht. Ich wusste gar nicht, dass du krank warst. She said, I was healed. Sie hat gesagt, ich bin geheilt worden. I thought that I was coming here to help the kids. Ich dachte, dass ich hierher kommen würde, um den Kindern zu helfen. But now the kids have helped me. Aber jetzt haben die Kinder mir geholfen. She said, I'll never be the same. Sie hat gesagt, ich werde nie mehr die gleiche sein. And I watched them get in the limo and drive to the New York airport. Und ich habe zugeschaut, wie sie in die Limousine eingestiegen sind und zum Flughafen New York gefahren sind. I watched a physical touch Ich habe zugeschaut, wie eine körperliche Berührung become a spiritual touch zu einer geistlichen Berührung wurde. that then turned into a personal Aber touch. dann wurde es zu einer persönlichen Berührung. You get it? Versteht ihr das? Get it? Versteht ihr es? The power of a simple touch. Die Kraft der einfachen Berührung. Pretty simple, huh? Ziemlich einfach, oder? Yeah. Maybe it's too simple. Vielleicht ist es zu einfach. We like to make things more complicated, don't we? Wir machen gerne Sachen komplizierter, oder? Gotta have a degree. Man braucht einen Abschluss. Gotta hear an audible voice. Du musst eine hörbare Stimme vernehmen. Gotta go to a training school. Oder du musst eine Ausbildung machen. When the man picked me up off the street, Als der Mann mich von der Straße mitnahm, he put his hand on my shoulder. legte er seine Hand auf meine Schulter. That put something in motion. Das hat etwas in Bewegung gesetzt. It's now brought me around the world Das hat mich jetzt um die ganze Welt geführt. to you. Zu euch. The power Die Kraft of a simple touch. einer einfachen Berührung. Because there's still a kid sitting on a corner. Und es sitzt immer noch ein Kind an der Straßenecke. You know that. Das wisst ihr. There's a little girl being sold right now. Ein kleines Mädchen wird genau jetzt zu diesem Zeitpunkt verkauft. You know that. Das wisst ihr. Makes sense now? Ist das jetzt verständlich? Yeah. So, Father, I'm asking you Vater, ich bitte dich, in Jesus' name. in Jesu Namen, Once again, let the power of your word und noch einmal, lass die Kraft deines Wortes, illustrate the power of the simple. die Kraft des Einfachen veranschaulichen. I want the musicians to come, please. Könnten die Musiker bitte kommen? My time is gone. Meine Zeit ist vorbei. Just heads bowed, eyes closed, Die please. Augen geschlossen, die Köpfe geneigt, bitte. So where does all this leave us today? Was heißt das jetzt für uns alles heute? The truth behind it all. Was ist die Wahrheit hinter dem allen? Truth behind it. Die Wahrheit dahinter. I am a product of a simple touch. Ich bin das Ergebnis einer einfachen Berührung. When my own mother didn't want me. Als meine eigene Mutter mich nicht wollte. When no one cared for me. Als sich keiner um mich gekümmert hat. When I was hungry. Als ich hungrig war. Yeah. Funny, isn't it? Ist interessant, oder? Let's play a worship song quickly, Spiel please. einfach ein Lobpreislied. No one looking around, please. Keiner, der sich jetzt bitte umschaut. I'm going to pray for you. Ich werde für euch beten. And as I do, Und wenn ich das mache, I pray that somehow,
this truth, dann bete ich, dass irgendwie diese Wahrheit heute, a simple truth about a simple touch, diese einfache Wahrheit einer einfachen Berührung, will connect with you. sich mit euch verbindet. It's a big world out there, Es folks. ist eine große Welt da draußen, It's a Leute. big world. Eine große Welt.